Beste Grüße aus Alanya, hier ist wieder dein Markus und ich hoffe, dir und deiner Familie geht es sehr, sehr gut, nachdem wir einen Ländervergleich letztens gemacht haben und du es hoffentlich schon gesehen hast, wollen wir heute mal auf ein konkretes Thema drauf eingehen, denn ich werde immer wieder mal gefragt, Markus, wie verdienst du eigentlich dein Geld in der Türkei, beziehungsweise welche Möglichkeiten habe ich in der Türkei Geld zu verdienen? Ich befinde mich aktuell am Metro-Parkplatz, die Kenner kennen sich aus, ich gehe nämlich gleich hier rein. Und habe überlegt, ich mache jetzt ganz kurz davor noch ein Video für dich, denn eine einfache Sache ist natürlich, du kannst ganz entspannt auch hier arbeiten gehen. Ganz klar, du kannst hier in ein Angestelltenverhältnis gehen, wenn du denn dann auch ein Arbeitsvisum bekommst. Das heißt, man muss sich natürlich auch vorstellen, man muss natürlich sicherlich das ein oder andere Bewerbungsgespräch führen, was aber natürlich dann schwierig ist, wenn du die türkische Sprache nicht kannst. Dazu gehöre ich zum Beispiel auch. Okay, also sowas fällt dann schon mal für die meisten flach, weil sie einfach die türkische Sprache nicht können oder weil du eventuell auch nicht unbedingt für Mindestlohn, aktuell ca. 17.500 Tele, umgerechnet ca. 400 bis 450 Euro in dem Bereich, was angehoben werden soll jetzt schon demnächst, arbeiten möchtest. Ganz ehrlich, wenn du aus Deutschland kommst, kann ich das auch schon verstehen. Und das ist kein Fehlen an Integration, wenn man sagt, nein, ich will für dieses Geld nicht arbeiten gehen. Es ist ja klar, man kennt es aus Deutschland, die Deutschen wollen nicht arbeiten gehen für den Mindestgehalt oder sonstiges. Deswegen billige Arbeitskräfte kamen ja früher oft aus Polen oder aus Bulgarien oder sonstiges, die dann für den deutschen Mindestlohn gerne damals gearbeitet haben. Ja gut, die Zeiten ändern sich. Ich denke, jeder ist froh, wenn er einen Job hat heutzutage in Deutschland oder weltweit. Vor allen Dingen auch in der Türkei. Es gibt Menschen, die haben hier studiert, die sind eigentlich studiert im Jura oder auch Medizin teilweise oder andere Geschichten und stehen dann tatsächlich an der Kasse. Das ist kein Einzelfall, also das wurde mir oft schon beigetragen und das ist schon extrem heftig. Und wenn du dann natürlich als Deutscher kommst, als Tourist, was willst du dann da an der Kasse stehen oder sonst irgendwie einen Job haben, der für dich unterbezahlt wäre. Ja? Vor allen Dingen kommt es darauf an, wenn du wirklich keine anderen Einnahmequellen hast, dann wird das Ganze wirklich eng. Denn ich frage mich auch tatsächlich oft, wie schaffen das die Türken hier, die Einheimischen? Und natürlich verdienen nicht alle diesen Mindestlohn, aber doch schon, denke ich, eine breite Masse. Und dementsprechend kann man sich dann natürlich auch nicht eine Neubauwohnung zur Miete leisten oder natürlich auch kein Auto leisten. Deswegen fahren ja auch so viele mit einem Roller hier rum, zu dritt oder zu viert, ohne Helm, aber damals Hauptsache noch eine Maske auf. Ja, also ihr versteht schon, das ist schon wirklich ganz, ganz krass, teilweise wirklich dramatisch. Aber wir wollen jetzt mal konkret darauf eingehen, was kannst du machen, wenn du Ausländer bist. Ja? Und dann kennen das natürlich viele. Ich weiß, in unserer Auswanderungsgruppe auf Telegram zum Beispiel ist es ja auch so. Da werden oft Jobs angeboten von Menschen, die entweder außerhalb der Türkei leben, auch billige Arbeitskräfte suchen, beziehungsweise auch Menschen natürlich, die dann quasi aus der Türkei für ein deutsches Unternehmen oder ein internationales Unternehmen arbeiten möchten, für einen Lohn quasi, für ein Gehalt, was schon einigermaßen angepasst ist, speziell auch im Vergleich zu dem türkischen Gehalt, ja, da kann man dann schon mal Beispiel in so einem Callcenter oder auch für Bezahlanbieter oder für Stromanbieter kann man da seine Telefoniekünste natürlich freien Lauf lassen und dann auch Gas geben. Da wird man natürlich dann eingearbeitet und mehr. Das kann man auf jeden Fall alles machen. Das Schöne ist natürlich, dass du dann mit dem Geld rechnen kannst. Du bist in einem Angestelltenverhältnis und das nimmt natürlich eine gewisse Drucksituation raus. Nach fast 10 Jahre Selbstständigkeit kann ich auch sagen, dass das echt ein schönes Gefühl ist, wenn ich weiß, am Ende des Monats kommt Summe X. Jeden Monat. Ich kann mich darauf verlassen. Weil bei mir ist es ja auch so, wenn ich jetzt meine Füße hochlegen würde sozusagen, dann würden höchstwahrscheinlich die Umsätze, die ich habe, schmäler werden. Und da kommen wir auch gleich dazu, was ich mache, beziehungsweise was man noch machen könnte zusätzlich oder was du auch machen kannst. Denn es ist letztendlich auch so, viele Menschen kommen hierher und suchen dann auch einen Job und schmeißen sich dann in so ein Angestelltenverhältnis, um erstmal, wie gesagt, den Druck rauszunehmen, damit sie ankommen und aber auch zeitgleich dann Geld generieren können. Das Ding ist einfach nur so, die Frage ist doch so, wie in Deutschland auch.
willst du für 8, 9, 10 Stunden für ein Unternehmen arbeiten, was dir einen relativ geringen Lohn gibt? Wir reden hier von ca. 700 bis ungefähr 1000 Euro. Also umgerechnet in Tele. Manche sollen sogar auch in Euro ausbezahlt werden oder eventuell auch plus Provisionsbasis. Ja, das gibt es natürlich auch noch. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Oder versuchst du natürlich dein eigenes Business aufzubauen. Wenn du natürlich die finanziellen Rücklagen noch hast, beziehungsweise eventuell sogar noch deinen alten Job noch nicht gekündigt hast, sondern erstmal so probeweise ausgewandert bist. Oder es gibt Menschen, habe ich auch kennengelernt, die haben ihren festen Job in Deutschland, arbeiten aber hier in der Türkei im Homeoffice sozusagen. Also das kann man auch alles individuell mit dem Chef der Firma dann natürlich auch besprechen. Wenn du eine gute Fachkraft bist, dann kann man da bestimmt mit offenen Karten spielen und auch mal die Situation, die private Situation schildern. Und dann ist das, denke ich, eine gute Sache. Für alle, die jetzt aber sagen, nein, ich möchte mich eigentlich mehr umschauen im privaten Bereich, wie ich mich selbstständig machen kann in der Türkei. Ganz heikles Thema. Du kannst dich hier auf jeden Fall selbstständig machen, wenn du der türkischen Sprache mächtig bist, wenn du gewisse Gesetzeslagen kennst und sicherlich auch den einen oder anderen guten Kontakt hast. Ich kenne Menschen, die haben sich hier ein Hotel aufgebaut, Deutsch-Türken, haben sich ein Immobilien-Imperium sozusagen aufgebaut, beziehungsweise auch Maklergeschichten aufgebaut. Also wirklich professionell das Ganze auch. Das ist alles super, alles top. Aber würde ich persönlich halt nicht unbedingt machen, weil ich die Sprache nicht kann. Und selbst ganz ehrlich, komm, selbst wenn ich die Sprache sprechen würde, das ist nicht annähernd so, als ob ich ein Türke wäre. Ja? Und dann ist es natürlich so, dass hier in der Türkei, in Alanya, du als Ausländer immer als Tourist angesehen wirst. Meiner Erfahrung nach, egal, weil ich einfach so aussehe, wie ich aussehe. Und ich kann nicht einfach einen Laden aufmachen, jetzt am Strand irgendwo ein Restaurant, ohne irgendwie irgendwo jemandem was geben zu können. So, ja, ich denke, du verstehst, was ich meine. Also hier ist natürlich auch ein gewisse Kreise am Start, die natürlich geschützt werden wollen in ihrem Bereich. Und wenn du da als sogenannter Konkurrent quasi kommst, ist das bestimmt nicht so oft gut gesehen. Deswegen finde ich es persönlich sowieso viel cooler, wenn du von zu Hause arbeiten kannst, wenn du vom Hotel arbeiten kannst, wenn du von egal wo du bist, in Deutschland, in der Türkei oder du machst mal eine Reise nach Dubai, nach Paraguay, sonst wohin, dass du einfach dein Ding machen kannst. Und dann ist es natürlich cool, wenn du ein Online-Geschäft hast, ja? Ein Online-Business. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Viele fangen an mit Dropshipping, viele versuchen sich ein Online-Business aufzubauen. Wenn du dazugehörst zum Beispiel, du möchtest ein Online-Business aufbauen, dann das ist zum Beispiel eine Tätigkeit, die ich auch unter anderem mache, Menschen zu helfen, sich ein Online-Business aufzubauen. Ich bin dort quasi die Zweigstelle, die Vermittlungsstelle zu einem Unternehmen, was professionell dich begleitet im Werbung schalten, in E-Mail-Marketing und mehr. Und weil ich ja die Erfahrung gemacht habe mit meinem Geschäft, kann ich das natürlich mit bestem Wissen und Gewissen weiter empfehlen. Also jeder, der da Interesse hat, sich ein eigenes Online-Business aufzubauen oder eventuell noch nicht mal auswandern möchte oder nur mal probeweise und sein festes Unternehmen in Deutschland hat, aber mehr Kundenakquise machen möchte, mehr Reichweite haben möchte, der kann sich auch mit mir in Verbindung setzen und dann kann man sich da auch mal ein kostenloses Telefonat führen und dann schauen, was man wo genau für denjenigen dann auch machen kann. Egal ob Handwerker, Immobilienmakler, Mechatroniker, Zimmermeister, Tischler oder. Ja, selbst wenn du Arzt bist, Tierarzt, der Heilpraktikerpraxis hast oder sonstiges, brauchst du natürlich auch Menschen, die in deine Praxis dann kommen. Und wie erreichen die dich? Indem du natürlich im Internet sichtbar gemacht wirst. Und wir können dir da unter anderem auch helfen. Also, das ist so eine Art, man könnte auch sagen, was ich mache, unter anderem eine Weiterempfehlung sozusagen, ja, oder auch Kundenberatung, Kundenbetreuung im Oberbegriff sozusagen. Ja, das kann man natürlich machen. Oder wie wir auch, das haben ein eigenes Online-Geschäft. Ja, das heißt E-Commerce, das bedeutet, wir haben unsere eigenen physischen Produkte. Das bedeutet, in der Videobeschreibung kannst du dir das auch gerne mal anschauen. Dabei geht es um Nahrungsergänzungsmittel, weil wir uns dafür hochbrennend interessieren, weil wir uns extrem damit gut auskennen und dementsprechend kann ich das und liebe ich es auch,
das Ganze so zu vermitteln, sozusagen. Oder du kannst natürlich auch Dropshipping machen. Das bedeutet, du brauchst natürlich eine Webseite, du brauchst einen Online-Shop mit der Verknüpfung zu jemandem, der die Produkte physisch hat und der die auch beliefern kann, deine Kunden. Das bedeutet wiederum, du brauchst jemanden, der dir die Webseite aufbaut, den Online-Shop aufbaut, oder du kannst es auch selber, ja, und dann quasi die Verknüpfungen schaltet, Werbung schaltet und Menschen auf deinen Online-Shop kommen und dann kaufen können. Ja? Also das mal ganz kurz und grob erklärt, was es da für Möglichkeiten gibt. Was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du Produkte bewirbst, beziehungsweise auch Dienstleistungen bewirbst von großen Unternehmen, die gewisse Dienstleistungen anbieten. Das heißt, du könntest theoretisch auch, wenn du schon Lust auf Telefonie hast, könntest du ja theoretisch gesehen 1-2 Stunden am Tag selber dir oder mit Unterstützung von gewissen Unternehmen dann Kunden raussuchen, potenzielle Kunden, und Kaltakquise in dem Fall natürlich erstmal betreiben. Und wenn du aber von 100 Telefonaten, ja, man sagt so grob 1 bis 5% Verkäufe hast, könnte das schon weit mehr sein, als du in einem Monat in der Türkei bei einem guten Gehalt hier verdienen würdest. Ja? Also das gibt es natürlich auch. Ja? Aber da muss man natürlich auch gewisse Kontakte haben, auch gewisse Qualifikationen haben, man muss gut reden können und natürlich auch eine Art Vertrauen auch aufbauen und vieles mehr. Wenn es dazu aber Fragen gibt, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Ich wollte eigentlich ein krasses Beispiel euch mal zeigen, was ich meine mit an Ort und Zeit gebunden zu sein, wie krass das ist. Es gibt doch in der Türkei ganz speziell ganz viele Reifen, Ottolastik, ja, Werkstätte sozusagen. Wer weiß, was das ist? Ich erkläre es einmal ganz kurz. Du hast einen Platten an Reifen, ja, die Luft ist raus sozusagen, und du musst jetzt quasi den Reifen wechseln oder der muss geflickt werden, da muss wieder Luft rein. So, alles klar, kann man machen. Und dann gibt es bei uns in der Straße zum Beispiel einen, der bietet das an. Und wir hatten bestimmt im Laufe der Zeit mit unserem Wagen, den wir hier hatten, locker 10 bis 20 Mal irgendwelche Probleme mit Reifen. Ja, es war die Luft einfach raus. Und es waren solche Nägel drin teilweise oder Schrauben. Also wirklich krass. Und wir waren einmal bei dem, das hat hinten und vorne nicht hingehauen, das hat nicht gut geklappt etc. Sein eigenes Business war nicht dann anscheinend so gut oder hat sich keine Mühe gegeben. Aber wir waren dann bei anderen. Und der Typ aber, die sind den ganzen Tag, ob Kunden kommen oder nicht, an Ort und Stelle. Und das finde ich echt krass. Weil du kannst noch nicht mal, auf gut Deutsch gesagt, eine kurze Toilettenpause machen, übertrieben gesagt, weil der Kunde kommt, da ist keiner da, und dann fährt er weiter irgendwie mit seinen Platten. Ja? Oder bleibt halt dann stehen, wenn er wirklich gar nichts mehr an Luft drin hat, und dementsprechend wartet er dann und du hast Glück. Aber der Typ muss an Ort und an der Stelle sein, sonst gibt es kein Geld. Ja? Und wenn du so einen Job hast, kannst du das Leben vom Auswandern, aus Deutschland zumindest, kannst du das sowieso vergessen. Deswegen ist es ja so wichtig, dann das Ganze auch irgendwann so ein bisschen automatisiert zu haben. Wenn du ein Handwerker bist, wenn du ein Arzt bist, natürlich ganz klar, stellst du vielleicht selber mal irgendwann dann einen Arzt ein, der das Ganze übernimmt, die Praxis etc. Und du kümmerst dich dann quasi nur um das Marketing beziehungsweise um die Werbung und mehr. Ja? Ja, wenn du dich nicht auskennst, gibt es Menschen, die sich damit eben auskennen. Ja? Dementsprechend denke ich, ist das eine coole Option. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne. Das mal ein ganz kurzer Einblick dazu, zu meiner Welt, was wir aktuell so alles machen. Natürlich noch vieles weitere, aber das Video ist schon fast 15 Minuten lang, meine Güte. Also ganz krass. Und dementsprechend freue ich mich auf dein Feedback. Wenn es Fragen gibt, melde dich einfach bei mir, schreib mich an und dann schauen wir weiter. Wir finden auf jeden Fall die beste Lösung für dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, bleib gesund und munter. Dein Markus aus Alanya.